Nice. Where are you on the way? We're headed up to Lake Louise and Banff. Oh yeah, okay. And then Glacier National Park and then back home to Indiana. Ah, a short trip. Yeah. Yeah. 7,000 miles. 7,000 miles. Das ist jetzt ziemlich schwierig hier zu fahren. Der Tier ist so holprig. Es ist eben soweit das Auge reicht und ich kann ohne Akku so maximal 14, 15 Kilometer fahren. Das dauert. Meine Reise geht weiter, entlang der Küste und immer wieder mit Umwegen ins Hinterland, weil die Küste unpassierbar ist. Der 101 ist oft mein Begleiter. Die Fahrradtour lebt von Begegnungen mit Menschen, wie zum Beispiel die Harley-Fahrergruppe, langen ermüdenden Straßenpassagen und aber auch Kontrasten abseits der Route, wie hier am Lake Quinault, die absolute Idylle. Was ich überhaupt nicht erwartet habe, ist Nebel an der Küste in den Abendstunden, nachts und morgens. Eine nasse Angelegenheit beim Zelten. Hier war ich jetzt auf einem privaten Campingplatz, der Screaming Eagle. Und das Besondere an diesem Platz ist, dass es hier erlaubt ist, Pferde zu halten oder Lamas oder solche Tiere. Zum Beispiel das hier, ein stolzes Lama. Typische Vorstadthäuser hier, typische Nebenstraßen. Das geht jetzt 2,9 Kilometer so, bevor es dann wieder auf die Hauptstraße geht. Wir sind hier jetzt in Aberdeen, eine nicht so bedeutende Stadt. Früher viel vom Fischfang gelebt. Der ist zurückgegangen, ist seither verarmt, hat mir eine Amerikanerin erzählt. Das sieht man auch den Häusern an, nicht ganz so reich, alles hier ganz so gepflegt. Aber doch, jeder hat so sein einzelnes Häuschen. Ja, American Style. Ja, sowas gibt's auch.
Cheles River. Das ist jetzt ein guter Highway mit einem breiten Sideway. The streets has some narrow parts, like here, sometimes with bridges. This is a little bit dangerous. The path is very narrow. The travelers with bike, Lucy and Eris. Hello. Hola. They ride with these bikes, gravel bikes, and they are on the way from Alaska to Argentina. Exactly. Yes. It's okay. Argentina. I'm from France. He's from Spain. No, Catalunya. Catalonia. It's a big difference. Yeah, it's really different. Yeah. Different flag too. And so we started the 4th of June in Prudhoe Bay in Alaska, and we are going to the south in Argentina. And we have 2 years to make it. And it's been 3 months now. We ride our bike. 5,000 kilometers tomorrow. 5,000 kilometers. Yeah. Perfect. Yeah. Yeah. Tomorrow. Bye bye. Tomorrow. 5,000 kilometers. Wow. Yes. Bravo. Hallo, hier ist Justus. Heute ist der 14. Tag meiner Reise von Vancouver nach San Diego. Der erste große Schritt ist fast geschafft. Hier hinten, da, seht ihr sie? Da ist die Columbia River Bridge, eine riesig lange Brücke, über die ich jetzt euch gleich mitnehme. 67 Kilometer waren es bis hierher, es werden 87. Naja, mal wieder so ein Truck hier. Es werden noch 87 Kilometer und ich bin ganz stolz, dass ich es geschafft habe, noch nicht mal den halben Akku verbraucht. Aber das liegt daran, es sind gute Straßen, der 101, und hat einen breiten Sideway mit 2 Meter, super geteert und da kann man richtig gut laufen lassen. Astoria Metro Bridge. So, die gehen wir nun an. Es geht über den Columbia River. Diese Brücke war wohl der gefährlichste Abschnitt der Reise. Kaum ein Seitenstreifen und ein sehr hoher Randstein, wo die Pedale hängen bleiben können. Auf der zweiten Hälfte befand sich eine Baustelle. Der Mitarbeiter, wo den Verkehr regelte, hatte Mitleid mit mir und hielt den Verkehr für die Überquerung der hohen Brücke an. Ich könne auch gern ein paar Bilder machen. So ein Glück muss man haben. Kurz nach der Überquerung lief der Verkehr wieder an. Danke an den aufmerksamen Mitarbeiter. Fast geschafft.
Das war die Astoria Merchant Bridge. Crazy! Komoot hat mal wieder einen schönen Weg hinten rum gefunden. Bin mal gespannt, ob ich durchkomme. Der Bundesstaat Oregon ist erreicht. Der weitere Weg ist geprägt von Villenvierteln, Golfplätzen und endlosen Sandstränden. Hier wohnen Amerikaner, die auf der Sonnenseite des Lebens leben. Drüben geht's drüber. Mal Regen, mal Sonne und den Wind von vorn. Das ist Cannon Beach. Touristic spot on the west coast. Cannon Beach. Eine Touristikstadt. Jetzt weiß man auch warum. Wahrscheinlich wegen diesen zwei Klötzen hier im Wasser, wo der Atlantik dagegen prallt. Es hat Regen. Regen. Okay, I'm Doug. I'm from Eureka, Arcata. Born and raised in Eureka. I live in Arcata around Humboldt Bay in Northern California, Humboldt County. Yeah. Here's my setup here. Yeah. I have 3 GoPro cameras. Back here facing that way. So I have 4 cameras. And that way when someone runs me over, they can go on like a video. dash cam. They can, Go. I'm going all the way up to Vancouver Island, to the very tip of north, Port Hardy, where the Inland Passage ferries pick up cars to go to Prince Rupert, and then points along the inland waterway up all the way up to Alaska. You know, I would probably do a very good crash. Okay. But what I do is I just use my throttle. Okay. All right. Bye bye, Doug. Pleasure to meet you, Justice. Maybe I'll... Das war also mein Zeltplatz heute Nacht. Schaut mal, hier ist mein Zelt gestanden. Ich habe es noch trocken aufgebaut. Ja, und dann ist es nass geworden heute. Ein wunderschöner Wald hier und es soll hier wohl Luchse geben.
Da drüben ist der eigentliche Campingplatz. Hier ist der Hiker-Biker-Bereich. Das sind Boxen, wo man seine Sachen stauen kann. Und USB-C-Boxen hier. USB-C-Anschlüsse an der Seite, wo man seine Gerätschaften laden kann. Und hier das Plakat mit dem Lux. Der wurde wohl gesehen am 7.7.23. Und man soll laut sein, schreien und man soll gegen ihn kämpfen, wenn er einen angreift. Und Kinder soll man schützen. Naja, alles gut gemeint. Hier ist eine Wasserstelle zum Wasser holen. Ich bin dann erschrocken, weil es unten rauskommt. Hier ist eine Fahrradpumpe. Das finde ich auch eine tolle Sache. Und hier einiges an Werkzeug, wo man sein Fahrrad reparieren kann, wenn irgendwas ist. Ein schöner Bereich, das ist hier auf den State Parks immer so und das Ganze kostet dann $8 pro Nacht.